Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute geht es um das Thema, was jetzt schon mehrfach gefragt wurde, nämlich was sind jetzt die aktuellen Pläne oder was sind die neuen Pläne nach dem FEC-Ende auf Burudeng. Und also ich habe ja eigentlich ursprünglich mal gesagt, während dem FEC noch, dass ich dann wahrscheinlich Master und Hero fertig machen würde. Da war aber wahrscheinlich das Update noch nicht draußen. Ich glaube, das war so das letzte Update. Das letzte FEC-Update war, glaube ich, Anfang Oktober. Also auch schon einen guten Monat her oder so. Deswegen, ja, haben sich ein paar Dinge geändert. Und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ich habe Anfang des Jahres mal ein Video gemacht, so mit Jahresziele. Und da war eigentlich mein eines großes Jahresziel war guten Schmuck. Für mindestens 2 Klassen. Oder halt für meinen Elle und für meinen Damage-Dealer. Also aka Champions Schmuckset ein gutes und ein Adept gutes. Ja, das habe ich. Also mein Adept hat ja 2 Ringe plus 5. Ohrringe sind nicht so interessant, die sind beide plus 2, aber wie gesagt, Ohrringe bei Mages sind auch nicht so wichtig, sind auch nicht so interessant. Und mein Blade-Schmuckset ist ja tatsächlich komplett plus 5 bis auf die Necklace. Also Champion-Schmuckset komplett plus 5 bis auf die Necklace. Also das habe ich ja schon lange erreicht, schon im Juni. Und Schritt 2 war 100 A-Pads und dann fett rerollen, weil ich habe ja 2 Pads, die 1, 2, 3, 4, 5 sind. Bis B quasi perfekt. Und in Anführungszeichen fehlen nur noch A und S perfekt. Und ich wollte mich ja dran machen und sie auf A hoffentlich beide auf eine 7 zu rollen. Oder zumindest eins von beiden auf eine 7 zu rollen. Und das zweite halt auf jeden Fall gut oder besser zu machen. So. Und spätestens jetzt, wo ich Pets angesprochen habe, dürfte ja dem einen oder anderen schon eine Alarmglocke läuten. Oder beim einen oder anderen eine Alarmglocke läuten. Bei der Pet-Situation hat sich halt einiges geändert. Und seit ich zurück auf Burudeng bin, habe ich auch kein einziges Pet mehr gekauft. Ich habe zum Glück seit September keine Pets mehr gekauft. Und auch zum Glück während dem FEC-Server nur vereinzelt mal Pets für 170, 180 Mio gekauft. Also nur wirklich günstige A-Pets. Momentan sind sie ja eher, also man findet sie immer noch für 180, was eigentlich der Normalpreis immer war. Aber teilweise jetzt nach dem FEC, seitdem die neuen Pet-NPCs draußen sind die Preise so ein bisschen all over the place. Viele Pets werden halt auch einfach aufgekauft, um sie halt weiter zu züchten mit den NPCs und so. Deswegen sind die Preise momentan ein bisschen komisch. Also momentan ergibt es einfach nicht wirklich Sinn. Also jeder macht Preise, wie er lustig ist im Endeffekt. Und ja, das meiste Zeug wird wahrscheinlich nicht gekauft. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich diesen Plan jetzt halt erstmal nicht weiter verfolgen werde, weil es ist zwar blöd, weil ich es halt wirklich eigentlich als Jahresziel festgelegt hatte. Aber ich meine, also diese Pet-NPCs, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ganz ehrlich, die hatte, glaube ich, niemand auf dem Schirm so richtig. Weil die kamen jetzt schon ein bisschen out of nowhere einfach. Die wurden auch nie wirklich angeteasert oder so. Also ich schätze mal, es gab vielleicht mal eine Suggestion zu dem Thema. Aber ich meine, es gibt hunderte Suggestions und viele davon sind auch angenommen. Und letztendlich die genaue Ausarbeitung von solchen Suggestions ist ja auch immer, naja, Gala kann da immer noch einen eigenen Twist hinzufügen. Also die Suggestion kann dir das Goldene vom Himmel runter versprechen. Aber letztendlich weißt du nie, wie es dann tatsächlich in-game kommt. Also ich würde sagen, es kam einfach sehr überraschend für die meisten. Ich habe auch von niemandem wirklich vorher schon mitbekommen, dass da jetzt irgendwas im Argen liegt oder so. Also dass da irgendwas wirklich passiert. Es war einfach wirklich random überraschend. Und es sorgt jetzt halt einfach für einen großen Umschwung am Pet-Markt. Im Endeffekt für den Endverbraucher, also für Leute, die einfach nur ein gutes Pet haben wollen, wird es langfristig einfach günstiger, kann man sagen. Aber halt wirklich langfristig. Ich meine, jetzt kurzfristig ist noch nicht viel passiert und es wird auch nicht so viel passieren jetzt so innerhalb von 1, 2 Wochen, weil das halt einfach eine Weile dauert. Ich habe das eine Video gemacht, da hat man sehr gesehen, ein S-Pad zu züchten zum Beispiel, also nur von A auf S dauert allein schon über 10 Tage. Also da kann nicht so viel passieren. In 2 Wochen kann da fast gar nichts passieren eigentlich. Also da muss man jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Aber langfristig wird es dafür sorgen, dass halt alle Reroll-Pads und auch die fertigen Pads wesentlich günstiger werden. Und das heißt einfach, dass diesen Plan jetzt auf Krampf zu verfolgen, 100 A-Pads zu kaufen, einfach überhaupt keinen Sinn macht. Weil jetzt, wenn ich selbst 100 A-Pads für 180 oder 170 Mio finde, dann, also ein paar habe ich noch tatsächlich, habe schon ein paar Rerolls gemacht, leider. Aber dann würde ich 17 bis 18 Milliarden zahlen. Und es könnte sein, in einem halben Jahr, dass es nur noch 8 Milliarden kostet oder 10, wenn es hochkommt. Und das würde ich halt gerne vermeiden, weil ich meine, klar, man kann immer sagen, naja, es könnte ja günstiger werden und ach, man weiß ja nicht, was in einem Jahr ist und so. Ich meine, zugegebenermaßen, das kann man legit immer behaupten. Aber normalerweise könntest du sagen, naja,
gut, das ist jetzt so Schwarzmalerei, also das ja, kannst du immer sagen. Was ist, wenn der Worst Case eintritt? Gut, ich meine, dann brauchst du kein Videospiel spielen, was so wirtschaftslastig ist wie Flive, wo einfach so viel von der Wirtschaft und von Preisen und so abhängt, weil dann, ja, kannst du ja niemals irgendwas kaufen, weil du kannst immer sagen, ja, aber was ist, wenn es günstiger wird? So. In dem Fall ist es aber anders, weil in dem Fall ist es nicht reines, wie gesagt, reine Schwarzmalerei, sondern in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es ja einen berechtigten Grund gibt und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis die Pets günstiger werden. Und wie gesagt, das kann jetzt halt nicht innerhalb von ein paar Wochen passieren. Wir haben halt leider schon November, das heißt, es wird ja dieses Jahr auch nicht mehr so viel passieren. Also die ersten Auswirkungen müsste man schon bald spüren können. Also ich habe am Anfang, glaube ich, gesagt, so einen Monat, das wäre so in circa 2 Wochen, so Mitte November. 1 Monat nach dem Update. Wobei man, wenn man ganz fair ist, eigentlich sagen müsste, 1 Monat nach FEC-Transfer, weil während dem FEC haben natürlich die meisten Leute noch dort gespielt und die richtigen, also der richtige Anfang ist eigentlich ab dem Transfer auf Bodeng, also nochmal eine Woche später, also eher so Ende November, so ab der, keine Ahnung, ab dem 24. November sowas in dem Dreh. Ab da kann man die ersten Auswirkungen wahrscheinlich schon beobachten. Und ja, ich meine, bis Ende des Jahres bestimmt noch mehr, aber es sind halt nur noch 2 Monate, da kann jetzt, wie gesagt, nicht mehr allzu viel passieren. Und ja, wie gesagt, das ist halt für mich trotzdem einfach jetzt ein Grund, das halt nicht weiter zu verfolgen. Und wie gesagt, das hätte ich halt am Anfang des Jahres oder so, hätte ich das niemals predikten können. Und was man auch fairerweise sagen muss, wenn ich die ganze Zeit auf Burudeng gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich die 100 Pets schon zusammen, also safe, und wir wären schon fertig mit dem Thema. Ganz ehrlich, da hätte ich mich aber im Nachhinein auch geärgert, vor allem wenn es nicht gut gelaufen wäre. Mal angenommen, ich hätte keins von beiden Pets auf 7 bekommen, sondern beide nur auf 6 oder so. Und hätte jetzt die relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Pets in Zukunft noch wesentlich günstiger werden, da wäre ich echt sauer gewesen. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass es so gekommen ist. Und ja, ich kann jetzt natürlich nicht kurzfristig ein neues Jahresziel festlegen, weil, also ein richtig großes Ziel, weil es sind halt literally nur noch 2 Monate. Ich meine, und ich habe jetzt, wie gesagt, auf FEC gespielt, habe auch nirgendwo dran wirklich gearbeitet, so nebenbei. Also habe zwar meine Burudeng-Chance immer weitergespielt, Dailies gemacht und so weiter, aber ich habe jetzt halt hier nicht wirklich, keine Ahnung, sonst was geplant, weil ich habe halt an diesem Pet-Ziel festgehalten, habe das auch ein paar Mal erwähnt, dass das noch so mein Ziel ist und so, aber dann, schwupp, kamen die Pet-NPCs, die Ankündigung, wir haben uns angeschaut, wie funktioniert das mit den Pet-NPCs, wie viel kostet das, ja, festgestellt, es ist eigentlich scheiße günstig, du brauchst halt einfach nur in Anführungszeichen die F-Coin, wenn man sie sich für Echtgeld kauft, dann kostet es 0 Penya quasi. Wenn man sie sich für Penya kauft, gut, dann kostet es schon ein bisschen mehr, aber immer noch verhältnismäßig wenig und man muss einfach nur warten. Es kostet einfach hauptsächlich Zeit und das, ja, hätte man einfach nicht wissen können und das wirft alles durcheinander natürlich. Und, ja, deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, so größere Ziele werde ich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich keine mehr anpeilen. Dann werde ich im Januar wahrscheinlich nochmal gucken, was wir uns dann im nächsten Jahr vornehmen. Die kurzfristigeren Ziele, also das sind ja keine Jahresziele, so die Sachen, die ich sonst immer so sage für die nächsten paar Wochen, sowas wie Master und Hero Grind anfangen oder so die letzten 2 Monate vom FEC zum Beispiel Hero Grinden und gucken, wie weit wir kommen und so weiter und so fort. Das sind ja keine Jahresziele, das sind jetzt einfach nur so die regulären Ziele, so auf was arbeite ich jetzt zum Beispiel die nächsten paar Wochen hin und so weiter und so fort. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, ist der aktuelle Plan, erstmal alle meine Chars hier auf die gleiche Tower-Ebene zu bringen, weil aktuell muss ich 5-mal Tower-Dailies machen. Und ja, das kostet gut Zeit und ich würde es gerne auf 4-mal reduzieren. Also 3-mal ist Minimum. Ich habe 2-mal 8 Chars, 1-mal 6 Chars, die reingehen und 1-mal einen einzelnen. Also so wäre der Traum. Momentan ist es aber 2 einzelne, 1-mal 7, 1-mal 8 und 1-mal 6. Also total bescheuert. Aber es liegt halt daran, dass diese Chars nicht alle mindestens 146 sind. Und genau darauf arbeite ich gerade hin. Ich level jeden Tag ein paar Prozente. Ist leider wirklich nicht viel. Burudeng XP sind absolut bescheiden im Vergleich zur FEC. Logischerweise, wer hätte es gedacht? Surprise. Genau, aber da arbeite ich quasi drauf hin. Die werden heute auch alle noch 145 mit den, oder was heißt heute, aber mit den nächsten Tower Dailies werden sie alle 145. Und dann sind es effektiv maximal 10 Tage, wahrscheinlich 9 Tage und dann sind sie alle 146. Und dann ist es so, seht ihr hier oben zum Beispiel schon, werde ich alle meine Quests, also ich spare gerade alle Quests auf, ich sammle schon die ganzen Quest-Items überall. Weil gut, mit 145, 146 kann man jetzt noch nicht so ultra viele Quest-Item-Quests abgeben. Aber ich sammle quasi die ganzen Quest-Items schon und hebe mir schon die Main-Story-Quest oder Questline von Coral Island einfach auf und werde dann erst wieder Quest, wenn alle 146 sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass jetzt momentan hast du halt 4 Quests auf F6 und 4 Quests auf F6 ist
dreimal so gut wie eine Quest auf F7. Und das heißt, ich will quasi 146 erreichen und dann mit Quests möglichst instant auf 148 und dann halt auch sehr schnell wieder auf 150 und halt irgendwann dann Ende November, Anfang Dezember alle Chars auf 152 haben, damit eben einfach wieder alle Tower Dailies freigeschaltet sind und ich da halt wieder den maximalen Profit raushole, sowohl XP als auch Penya technisch. Und wenn wir das haben, dann mache ich wahrscheinlich den Master und Hero Grind endlich fertig, weil da wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, warum ich nicht Hero grinde. Also ich habe zwar jetzt wieder Amplis, also gab es ja wieder einen neuen Battle Pass und so und Level Reach Belohnung konnte ich noch abholen. Also ich bin da wieder ein bisschen versorgt, wobei Burudeng XP selbst mit Amplis ist auch absolut bescheiden. Aber da werde ich natürlich dann auch weitermachen, wenn ich dann aber das erstmal mit den Tower Dailies geregelt habe. Also das mit den Tower Dailies ist deutlich wichtiger, weil da geht es ja wirklich jeden Tag um sehr viel Geld, um sehr viel XP, High-Level XP. Und das mit Master und Hero, das hat ja keine Eile, weil ich brauche die 2 Stat-Page nicht unbedingt, ich brauche die CS-Pads nicht unbedingt. Ich hätte sie eigentlich schon ganz gerne, zumindest ein weiteres, aber hat jetzt auch keine Eile. Genau. Das Einzige, was ich tatsächlich machen werde, bevor meine Chars 152 sind, alle mit den Master und Hero Quests, ist tatsächlich, ich habe die Red Meteonica Quest noch nicht gemacht und die Dragon Tooth Quest, also die Level 100er Quest und die von 119. Töte Red Meteonica und gib 5 Dragon Tooth ab. Die beiden Quests habe ich noch nicht gemacht und es sollte eigentlich funktionieren, die als Master abzugeben, weil es ja in Anführungszeichen Low-Level-Quests sind und da kriegt man zwar, soweit ich weiß, auch nur die halbe Quest-XP, also ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, Quests als Master abzugeben, wird dann mein erstes Mal, aber das werde ich tatsächlich machen, weil die 119er Quest, die gibt, glaube ich, 40%, geteilt durch 2 wären 20%, 20% Master auf einen Chars, das ist insane, das ist die Value von wahrscheinlich 4 Stunden Leveln oder so. Und selbst die Dragon Tooth Quest gibt, glaube ich, noch irgendwie 8% oder so. Die gibt ja auf Level 100 gibt die ja 50. Auf 119 gibt sie, glaube ich, 8 und geteilt durch 2 wären dann 4. Also auch 4%, auch das wäre wahrscheinlich so eine Stunde Leveln ungefähr oder knapp eine Stunde Leveln mit Party of Level. Also insane XP, da spare ich mir einige Stunden grinden. Und ja, die würde ich dann wahrscheinlich, also die kann ich leider erst machen, wenn man, das ist auch so total bescheuert, das habe ich auch erst realisiert. Also die kann ich erst auf 145 machen, wenn man jetzt fragt, ja, mach's doch einfach gleich, dann ist es schon erledigt. Ich wollte es schon machen, tatsächlich die Tage, jetzt am Wochenende wollte ich es machen, weil am Wochenende habe ich ja ein bisschen mehr Zeit zum Grinden und so. Da wollte ich Red Meteor machen. Ärgerlich nur, dass mein Ultimate-Schmuck plus 5, also mein Schmuck in Anführungszeichen, ist so gut, dass man Level 145 sein muss, um ihn tragen zu können. Und mein Blade ist halt erst 144. Der kann den Schmuck nicht tragen, weil er zu low ist. LMAO. Und ehrlich gesagt habe ich da nie wirklich drauf geachtet, weil meine Chars ja schon seit Ewigkeiten 150 plus sind auf Burudeng, schon lange bevor ich den Ultimate-Schmuck plus 5 hatte. Deswegen habe ich da nie drauf geachtet, was da für ein Level dabei steht. Und erst als ich es beim Blade dann rüber getauscht habe, denke ich mir so, hä, wieso kann ich den Schmuck nicht anziehen? Und dann steht da plötzlich, Mindestlevel 145. Und ich denke mir so, what the fuck? Also ich dachte halt legit, Mindestlevel für 145, für Ultimate-Schmuck plus 5 ist tatsächlich 140, aber nein, es ist tatsächlich 145. Insane. Finde ich auch ein bisschen unlogisch, weil ich sehe es halt persönlich so, also ja, mit jeder Upgrade-Stufe kommen quasi 5 Level dazu, 5 mal 5, 25, 120 plus 25, 145. Macht an sich schon Sinn, aber vom Prinzip her eigentlich auch wieder nicht, weil man muss sich mal angucken, was ist der Unterschied zwischen Ultimate-Schmuck plus 0 und plus 5. Er ist ja nicht wenig, aber zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen plus 4 und plus 5 oder so? Also da ist der Unterschied halt wirklich minimal. Der Hauptunterschied ist halt wirklich Ultimate-Schmuck versus nicht Ultimate-Schmuck. Da merkt man einen extremen Unterschied. Alle einzelnen Ultimate-Schmuckstufen miteinander zu vergleichen, das ist dann nicht mehr so viel, außer man vergleicht halt wirklich plus 0 mit plus 5. Aber ich finde halt jetzt vom reinen Bonus her ist es jetzt nicht so, dass Ultimate-Schmuck plus 5 so viel heftiger ist, dass man dafür nochmal 25 Level höher sein müsste. Also ich persönlich finde diese Begrenzung relativ unnötig, an Anführungszeichen. Ist mehr wieder so ein kleines Piesacken. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Morgen erreicht der Blade 145, aber ich werde es dann wahrscheinlich trotzdem erst am nächsten Wochenende oder Mittwoch vielleicht machen oder so, keine Ahnung. Also nur wenn ich Homeoffice habe oder halt Wochenende ist, dann habe ich Zeit für sowas, sonst sieht es, naja, eher nicht so gut aus. Und genau, das sind so die nächsten Pläne. Also wie gesagt, alle Chars 152, paar Quests für Hero und Master XP, weil ich davon dann doch mehr profitiere, als wenn ich es jetzt im High-Level abgebe. Genau, und das ist so der Plan für den November im Endeffekt. November, wahrscheinlich Dezember auch noch ein bisschen.
Und das müsste es eigentlich so im Großen und Ganzen gewesen sein. Also mit Pets, wie gesagt, ist halt echt ärgerlich, aber es ist Glück im Unglück im Endeffekt, wie ich es vorher schon gesagt habe. Wenn ich das vorher mit den Pets gemacht hätte, da hätte ich mich wirklich grün und blau geärgert, ja, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe und dann die Pets wahrscheinlich irgendwann nur noch halb so viel wert sind. Klar, zwischen dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht hätte und zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich halb so viel kosten, falls es überhaupt so weit kommt, aber ich denke persönlich schon, dass es so weit kommen wird. Es wird ja nur eine Zeit dauern. Ja, da wäre wahrscheinlich fast ein Jahr vergangen oder über ein halbes Jahr wahrscheinlich wäre da vergangen. Hätte man auch nicht mehr so ultra mad drüber sein können, weil ich meine, liegt da dann schon wirklich eine lange Zeit dazwischen, wo man immer sagen kann, naja, aber dafür hast du halt schon wirklich gute Pets gehabt in der Zeit. Aber ja, so oder so, man muss immer das Positive sehen, bin ich zwar persönlich nicht so gut drin, ich bin eher ein Pessimist, also ein Optimist. Aber in dem Fall tatsächlich bin ich gar nicht so sauer drüber, weil ich fand das eh schon ziemlich teuer, 100 A-Pets für, wie gesagt, 17, 18 Milliarden. 17, 18 Milliarden ist eine Menge Schotter, rechnet das mal in F-Coin um, das sind mehr als 1000 Euro. In F-Coin gerechnet, also es ist schon nicht wenig Geld. Und wenn das in Zukunft deutlich weniger wird, dann profitiere ich ja im Endeffekt trotzdem davon. Ja? Und dann muss ich es halt verschieben, in Anführungszeichen, aber wenn ich dann nur die Hälfte zahle, ja, GG würde ich sagen. Oder ich züchte mir die Pets sogar selber, könnte ich auch machen. Und würde nochmal wesentlich weniger zahlen. Also, wie ich es mache, ist vollkommen egal. Alles ist besser, als sie jetzt zu kaufen. Und man kann im Endeffekt sagen, Glück im Unglück definitiv. Ja, und wie gesagt, neue Jahresziele. Ist ja noch nicht das neue Jahr. Kommt bald, muss ich mir noch überlegen. Aber wir haben ja noch 2 Monate. Angeblich ist dann noch ein Update in Arbeit. Oder das nächste Update ist ja angeblich schon wieder in Arbeit bei Gala. Also mal gucken. Vielleicht kommen jetzt ja ab und zu wieder kleinere Patches. Gab es ja auch schon mal so eine Zeit, wo Kaigas Soul zum Beispiel kam ja auch in einem Random-Ass-Update einfach so nebenbei. Ein paar Monate nach dem Update, nach dem letzten Update quasi. Also muss man jetzt einfach mal gucken, wie so die nächsten Monate werden. Kommt noch was, wird noch was gemacht oder wird vielleicht was angekündigt oder keine Ahnung. Unwahrscheinlich bei Gala, da sie ja selten so mit uns kommunizieren, aber es könnte ja trotzdem sein. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, muss ich mir einfach was überlegen, was wir uns dann nächstes Jahr auf die Fahne schreiben als großes Ziel. Und ja, das war es eigentlich so mit einem kurzen Update. Wie gesagt, wenn immer viele Fragen kommen zu dem, was ich gerade so mache und so, dann wird wieder das nächste Video kommen. Oder wenn wir die aktuellen Ziele erreicht haben, dann auf jeden Fall auch. Und wer den Fortschritt begutachten möchte, immer gerne im Stream vorbeischauen. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Da ist ja eh täglicher Grind. Und ja, das war's auch schon wieder. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.